Hi meine Freunde, in diesem Video erzählen wir euch einmal kurz und knackig alle Sachen, die in den letzten vergangenen Tagen, Monaten etc. zu uns so gekommen sind. Wir konzentrieren uns heute vor allen Dingen auf die Sachen, die wir euch auf der Blockchain zeigen können, bezüglich der Node und der Block Rewards, der 2%, die ihr jede Woche ausgezahlt bekommt. Das ist alles transparent, alles einsehbar. Genau das zeigen wir euch heute auf, wie ihr auch das Ganze überprüfen könnt. Außerdem besprechen wir heute die Themen bezüglich der Terms and Conditions und der Privacy Police von Streak, wo wir euch auch die Links unten noch verlinken. Dementsprechend macht auch eure eigene Recherche, könnt euch gerne auch hier auf das Video befassen oder was auch immer damit arbeiten, anschauen und teilen. Sehr, sehr gerne oder uns schreiben. Wir helfen euch und gucken, dass wir immer alle offenen Fragen, die so im Raum stehen, geklärt bekommen. Yes, let's go. Hier gibt es auch das White Paper von Streak, das findet ihr auch im Linktree unten im Video, den wir euch zur Verfügung stellen. Wenn wir hier auf Seite, ich glaube es ist 15 oder, nee, es ist 18, wenn wir hier auf die Tokenomics gehen von Streak, sehen wir hier ganz schnell, wie die Coins und wie die, beziehungsweise momentan ja noch Tokens, wie sie verteilt sind und dass die Hälfte der Tokens für die Block Rewards bestimmt sind. Ja, außerdem sehen wir, wie die Team-Tokens gelockt sind, gewestet werden, etc., wie viele damals in Private Sale verkauft werden, Punkt, Punkt, Punkt. Team tokens are locked for 3 years and will be realized starting Quartal 13 2025. Bedeutet, das Team selber belohnt sich nach 3 Jahren, vor allen Dingen auch nachdem die Blockchain live ist, die auch Ende 2024 da sein soll. Genau, hier sind wir auf dem Binance Smart Chain Scan. Hier können wir den Streak-Token anschauen und hier zum Beispiel oben suchen und dann hier einfach mal so draufklicken. Dann sehen wir hier den Total Supply, die Holder, wie viele Transfers bereits gemacht wurden. Wir sehen den Contract, die offiziellen Seiten, offizielle Links etc. Ja, wenn wir jetzt hier einmal auf die Holders gehen, dann wussten viele Leute einfach nicht, was es mit dieser ersten Adresse auf sich hat. Wir haben eben schon gelernt, dass hier auf Seite 18 des White Papers 50% der Block Rewards für die, 50% des Tokens für die Block Rewards gesichert sind. Und diese 50% sehen wir hier. Ja, hier sind es momentan mehr als 50%. Das hat einfach damit zu tun, weil so viele Tokens verbrannt werden. Es werden an jedem zweiten des Monats immer wieder Tokens verbrannt. So gibt es immer weniger. Es werden so viele verbrannt, dass sie gar nicht hinterherkommen mit den Rewards. Und so langfristig einfach ein richtig schöner, stabiler Preis hier entsteht. Wenn wir jetzt einmal auf diese Adresse draufklicken, da sind wir hier, das ist genau diese Adresse, dann sehen wir hier 3 Seiten, wo Auszahlungen bzw. Transaktionen stattgefunden haben. Da können wir ja auch mal hingucken und können hier sehen, dass damals hier 50 Millionen Tokens eingegangen sind. Warum? Weil es als erstes 100 Millionen Tokens insgesamt gab, 50% von 100 Millionen. Lieber Carlos, was ist das? 50 Millionen. Ganz genau. So, jetzt wissen wir alle, dass eine Sache passiert ist, und zwar Streak hat ein riesengroßes Burning gehabt. Wir haben uns von 100 Millionen Tokens auf 10 Millionen reduziert. Ja, und das sieht man natürlich hier auch komplett transparent, weil von 100 auf 10% sind in dem Fall hier, wie wir sehen, 45 Millionen Tokens, die auf einmal weg sind. Die gibt es nicht mehr. Die wurden einfach verbrannt und das kann man natürlich auch alles nachschauen. Wenn wir entweder hier draufklicken oder eben auf die Adresse, wo es reinging, dann sind wir beim Streak Deployer. Das ist übrigens auch eine Adresse, die man hier bei Nummer 6 sieht, wo viele Leute gedacht haben, ey, das ist doch der Besitzer des Tokens, was auch immer. Nein, das ist die Adresse, wo wir hier gucken können. Das ist übrigens diese Transaction ID und die Transaction Hash der ganzen Transaktion. Am 2.8. ist das geschehen, ne, wo das hier eben versendet wurde. Jetzt gehen wir hier nochmal weiter. Sind eben jetzt hier auf der sogenannten Adresse vom Streak Deployer, sieht man hier oben auch. Ne, hier sieht man auch die Balance. Und wir haben uns auch hier wieder auf die letzte Seite jetzt schon mal hier bewegt, ne, weil wir ja auch mal gucken wollen, wie ist das Ganze denn entstanden. Und ich habe euch eben von 100 Millionen Tokens erzählt. Die sehen wir hier, denn diese wurden von der Nulladresse sozusagen kreiert, hergestellt und 100 Millionen Tokens wurden hier freigegeben. Carlos wird euch jetzt erzählen und auch zeigen, ich werde da einfach mal hingehen, weil auch hier bei der Adresse sieht man natürlich, dass viel verbrannt wurde.
Ja, und das suche ich euch einmal kurz hier raus. Mal mega, mega, dass das hier überhaupt Mhm. alles so transparent zu sehen ist. Natürlich für die Leute, die jetzt gerade im Kryptomarkt gestartet sind und vielleicht sich durch irgendwelche Influencer haben da beunruhigen lassen, ist es tatsächlich so, dass manchmal ein Unternehmen, was so transparent ist, wiederum vielleicht Negatives widerfahren muss, weil viele eher versteckt in dieser Art und Weise arbeiten. Und hier ist es halt komplett nachvollziehbar. Die Block Rewards Adresse, ähm, also da sieht man absolute Langfristigkeit, weil ich weiß noch, am Anfang hat man einfach dadurch, dass man diese 2% in der Woche bekommt und tägliche Buchung in Stable Dollar, und in dem Moment, wo man sich halt diese Stable Dollar dann auszahlen möchte, bekommt man ja nicht irgendwie, deswegen heißt es Stable Dollar, nicht USDTs, sondern SDKKs. Ja, und das ist halt Genau. immer wieder aus diesem Topf. Hier auf dieser Seite zum Beispiel können wir eine Beispielauszahlung sehen, hier bei Token Transferred from to, also von welcher Adresse zu welcher Adresse, die Menge der Mhm. Streaks. Und Jakob, du kannst einmal zeigen, anhand des Geschehens, woher das alles kommt, genau. Genau. Da Super. sind wir auf Hier dieser ist Adresse einmal, hier. super, einmal bei From, und hier können wir sehen, aha, Hier zum Beispiel 3 Tage her. Wir sehen hier nur ausgehende Zahlungen beziehungsweise ausgehende Transaktionen. Und egal, wo wir gucken, überall, wo es reingeht, wir klicken nochmal auf die Adresse drauf und öffnen das im nächsten Tab. Carlos, was ist das hier für eine Adresse? Das kommt uns doch bekannt vor. super, perfekt. Das ist die Adresse, wo ausgezahlt wird. Genau. Und zwar die Adresse, wo die 50%, damals die 50 Millionen früher, gespeichert wurden oder gesichert wurden, halt eben für die Block Rewards. Ja. So, und hier sieht man halt eben diese Zelt, ne, momentan sind die Auszahlungen ja nur alle 7 Tage, aber hier sieht man halt eben, dass hier wirklich eigentlich regelmäßig immer wieder Tokens zu diesen Adressen dann geschickt wird, wo die Coins bzw. Tokens momentan halt noch, dann sage ich mal, an die Leute verteilt werden. So, das einmal erstmal kurz zum Auszahlungsprozess und zur Transparenz hier auf der Blockchain, zur Transparenz über der Blockchain, über den Binance Smart Chain Scan. Und genau, macht euch selber hier ein bisschen schlau. Ihr könnt hier ruhig und schön ein bisschen was gucken. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir schon zum nächsten Thema, und zwar einmal hier zu der Privacy Policy. Hast du dazu was zu sagen, Carlos? Ja, auch als allererstes und wichtigstes, jeder kann es herunterladen, jeder kann es abrufen, ob es jetzt aus dem App Store oder aus der Website. Und was ich halt auch noch erwähnen muss, was heutzutage irgendwie nicht selbstverständlich ist, hier gibt es eine Terms and Condition und eine Police, wo man einfach wirklich alles nachschauen kann. Genau. Was ich ja auch cool finde, hier sehen wir zum Beispiel eine Geschichte, die mich beeindruckt hat. Wir sind ja auch wirklich nach europäischen Richtlinien. Wir haben hier alle möglichen Sachen beschrieben, alle möglichen Geschichten von wegen persönlichen Daten, Cookies etc. Was wird hier genau gesammelt? Was wird damit gemacht? Was ist mit Firmen, die von außen drauf zugreifen können? Bla bla bla. Ja, aber eben auch bei den Terms and Conditions genau das Gleiche, ne, über die Lizenz, über Restrictions, Vorschläge, Verträge, ne, was passiert mit hier, wenn was geändert wird, was mega wichtig ist. Ja, dann ist es hier so, dass wir, wenn die Terms and Conditions geändert werden, dass wir als Nutzer letztendlich natürlich nochmal bestätigen, ja, wir sind damit einverstanden, und wenn wir damit einverstanden sind, dann gelten die auch für uns. Wenn wir damit nicht einverstanden sind, dann können wir das Ganze auch denyen, also Nein sagen, wir möchten das nicht machen, und können somit Streaks, sage ich mal, auch nicht mehr nutzen, wenn wir das dann nicht mehr möchten. Ja, aber uns steht es auf jeden Fall offen. Ja, sie können was ändern, weil es meiner Meinung nach macht es einfach nicht viel Sinn, dass man, sage ich mal, 1,2 Millionen Menschen danach fragt, ob wir jetzt hier den Knopf grün oder rot machen können, so in etwa, oder ob irgendwie was jetzt hier mit einer Promotion stattfindet oder halt eben nicht. Das sollte Streak immer noch selber entscheiden können. Und da ist es ja auch nochmal so schön. Hier geht es ja wirklich nur ums Dashboard. Hier geht es nur darum, dass wir die Note aktivieren, die 2% jede Woche kriegen und uns so einen schönen, stabilen Cashflow aufbauen können. Was letztendlich ja viel wichtiger ist, Carlos, und das ist ein Thema, was mich auch ziemlich beeindruckt hat. Was ist denn die Zukunft des Tokens, des Coins? Da kommt ja noch was ganz anderes auf uns zu.
was einfach gigantisch ist. Ne? 3 Richtig. Buchstaben. Ja, Drei Buchstaben. genau. Ich hatte jetzt die Blockchain im Kopf. Ach so, ja klar, die Blockchain auch, aber was der Suki meinte, hier geht es nicht darum, dass ein Mensch ganz oben das Sagen hat, sondern dass die Ah, Community mit einer Dankeschön. DAO, Dankeschön. Sehr, ne? sehr wichtig. Auch perfekter Übergang. Es ist dahingehend das Ziel, dass man zu einer dezentralen, autonomen Organisation wird und passend zu dem, was du sagst, wo wir halt als Community natürlich gefragt werden, ob natürlich gewisse Dinge geändert werden, wenn wir zukünftig als Community nicht nur mehr eingebunden, sondern wir werden komplett die gesamte Richtung des Unternehmens hergeben. Und mehr geht einfach nicht. Mehr Dezentralität geht einfach nicht. Genau, genau. So, und die Überraschung kommt im nächsten Video. Warum? Weil im nächsten Video werden wir euch komplett transparent zeigen, woher diese wahnsinnigen Rewards von der Wallet kommen, wo viele Menschen einfach momentan noch die Fragen haben und einfach nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben mit Suki gesprochen, wir haben mit vielen anderen Menschen darüber gesprochen, haben es uns mehrmals angehört und es hat einfach Klick bei uns beiden, witzigerweise im Büro sogar in Dubai gemacht, wo der Suki das Ganze mal so hingekritzelt hat. Genau das zeigen wir euch nächstes Mal. Der Carlos wird den Stift schwingen und wird hier ein Kunstwerk für euch auf die Leinwand bringen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem warten wir natürlich auf das CertiK Audit, wo auch die Integrated Node Cluster und die SLS, also Smart Liquidity Solution von Streak letztendlich komplett durchleuchtet wird und das, was auffällt, auch ich sag mal, nicht erneuert, aber eben halt korrigiert und verbessert wird. Und dementsprechend können wir uns hier mit diesem Projekt einfach auf eine glorreiche Zukunft freuen. Es kommen jeden Monat weitere Firmen auf die Idee, mit Streak eine Partnerschaft zu machen und nicht nur auf den Gedanken, sondern sie machen es auch wirklich. Ja, es ist der Wahnsinn. Auch der Carlos hat es noch nie erlebt. Wir sind jetzt bei über 1,2 Millionen registrierten Nutzern. Das war bei anderen Firmen, wo wir waren, äh, nach Jahren nicht der Fall. Ja, also es ist wirklich, wirklich crazy, was hier vor sich geht. Und es ist so, ja, es tut halt keinem weh, sondern es ist einfach eine perfekte Ergänzung für viele Sachen. Und ich glaube, deswegen ist Streak auch einfach dafür da, um hier einfach ergänzend zu vielen Geschichten einfach ja, das Halten von Coins leichter macht, den Menschen es leichter macht, überhaupt mit ihren Coins zu verdienen, das volle Potenzial sozusagen zu entlocken, dennoch dezentral unterwegs zu sein und natürlich kurz-, mittel- und langfristig sich hier einen geilen Cashflow mit aufzubauen, weil wir sind ja hier wegen der Blockchain, wir sind hier nicht nur wegen Streak, wir wollen uns hier ein gutes Portfolio aufbauen und wir wollen einfach die Projekte, die langfristig gesehen den Markt verändern, ja, am besten schon so früh wie möglich dabei sein. Warum? Weil man dann natürlich auch die größten Gewinne mitnehmen kann. Ja. Carlos, Absolut. hast du noch ein abschließendes Wort für uns? Das hast du bereits gegeben. Ich kann nur sagen, perfekt auf den Kopf getroffen. Es ist eine absolute Ergänzung. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, warum es halt wirklich so stark gestiegen ist. Warum es ist ja nicht nur, ich sage mal, attraktiv für den ganzen Leader oder für den ganzen Nutzer, sondern für die gesamte Unternehmen, die sich bereits angeschlossen haben. Und dementsprechend ist es nichts Revolutionäres in der Art und Weise, was hier geschieht, sondern es wurden einfach nur gewisse Dinge, die da sind bereits, einfach nur komplett optimiert und für uns als Endverbraucher perfekt auf ein Silbertablett gelegt, sodass wir das einfach mit viel, viel weniger Risiko, viel weniger darüber nachzudenken, ey, was passiert morgen mit meinem Geld, wenn der Kurs jetzt korrigiert und ich nicht da dran kommen kann. Und das ist eigentlich alles. Und Ja. diese Ergänzung, ob du oder ich es nicht weitergeben, ja, diese Menschen werden es sowieso erfahren, weil es in einer guten Ergänzung ist auch eine gute Propaganda da, weil es jeder für sich nutzen kann. Auf jeden Fall. In dem Sinne, seid auf jeden Fall gespannt aufs nächste Video. Wir freuen uns auf euch und bis ganz bald. Bye. Peace out.